Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom QS-Tag 2024 mit dabei. Heute ist bei mir jemand zu Gast, der schon längst überfällig war, weil wir uns schon so lange kennen, nämlich Jörg Yogi Sievers von der Signal Iduna. Wir kennen uns schon seit meinen ersten Konferenzbesuchen vor vielen Jahren und ich freue mich sehr, dass er heute auch mal hier zu Gast ist. Denn er hat sich eines großen Themas angenommen. Es gibt Unternehmen, in denen die Fachleute testen und auch Testautomatisierung bedienen müssen und das neben ihrem ganz normalen Alltag. Und in solchen Situationen ist es natürlich ganz wichtig, dass sie das Richtige testen und möglichst effizient und effektiv arbeiten. Yogi hat es geschafft, methodisch und mit einer ausgeklügelten Testautomatisierung den Fachbereich hier mit an Bord zu holen und bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Wie ihr das gemacht habt, das hört ihr in der heutigen Folge. Und da interessiert mich natürlich auch eure Meinung dazu. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr ähnliche Probleme und Herausforderungen und wie habt ihr sie gelöst? Schreibt mir dazu gerne auf YouTube oder auf Social Media in den Kommentaren oder per E-Mail an podcast@software-testing.fm. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Yogi, schön, dass du da bist. Ja, freut mich, Richie, dass wir uns nach so langer Zeit auch mal beim Podcast treffen. Ja, so ist es. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Ne? Wir sind ein bisschen reflektiert, irgendwie so 2007, 2008, glaube ich, da haben wir uns auf einer Conquest oder so mal kennengelernt. Ne? Genau, ja, 2007 glaube ich auch. Ja, da bin ich immer noch mit Anzug und Krawatte rumgelaufen. Ne? Das mache ich schon lange nicht mehr. Ja. Andere Zeiten. Ne? Die Welt hat sich gedreht in der Zeit. Die Welt hat sich ganz ordentlich gedreht in der Zeit, genau. Ach, ist ja schon lang her, genau. Ja, wir sind hier am QS-Tag 2024, Frankfurt, zweiter Tag. Es läuft jetzt so gegen Mittag zu und du hattest gestern schon deinen Vortrag. Ich habe schon viel Positives gehört und freue mich umso mehr, dass du auch als alter Hase und als kreativer Geist hier mal im Podcast auch bist und mal so deine Ideen auch mit reinbringst. Das finde ich ganz klasse. Und ja, ich würde gleich mal sagen, es ging ja um geschäftsgetriebene Testautomatisierung. Vielleicht magst du uns kurz in deinen Kontext reinholen. Wie kommt es dazu und was machst du da so? Und ja, ich bin ja seit 4 Jahren beim Versicherungskonzern Signal Iduna und da war das halt so, Testautomatisierung gab es auch schon, aber eben auf der Entwicklungsseite. Wir haben eine Entwicklungsmannschaft und die macht das auch alles ganz toll. Das Problem dabei ist, dass die aber nicht die Leidenden sind, wenn es halt darum geht, dass die Abnahmen durchgeführt werden müssen. Und wir haben konkret ja die VAIT, die versicherungsrechtliche Aufsichtspflicht in der IT. Und da müssen wir uns dran richten. Und da steht eben, du musst immer technische und fachliche Abnahmen durchführen. Und das mit den fachlichen Abnahmen ist halt, dafür brauche ich die Expertise von den Versicherungskaufleuten. Und die hast du als Tester einfach nicht. Egal wen wir haben, du kannst nicht mal eben Versicherungswirtschaft lernen. Da brauchst du 3 Jahre eine Ausbildung für. Es kommt auch noch darauf an, in welchem Bereich du denn baust. Wir sind ja ein Finanzversicherer, wir haben eine Bank, all diese Dinge. Und wir haben ungefähr so 500 Anwendungen, die rumlaufen. Und wir haben alle Sparten, die du dir so vorstellen kannst. Autoversicherung, Transport, Krankenvollversicherung, Zusatzversicherung, Leben. Und was wir halt als Ziel hatten, ist, dass wir diese fachlichen Abnahmen, die extremst lange aufhalten, dass wir die automatisiert bekommen. Das können wir aber nicht in der Entwicklung machen, weil die haben einfach von diesen ganzen Use Cases keine Ahnung. Das ist einfach so. Und deswegen haben wir gesagt, wie schaffen wir es, die Fachabteilung, die Fachexpertise bei uns in die Testautomatisierung zu bekommen? Wie niederschwellig müssen wir das Ganze bauen, damit wir überhaupt in der Lage sind, die zu begeistern, das zu tun? Weil Testen ist immer behaftet, weißt du selber mit, oh, das muss ich tun. Und wir haben halt gesagt, nee, wir wollen die Leute motivieren. Wir haben das erstmal nicht mehr Testen genannt, sondern wir haben gesagt, wir prüfen die Qualität, wir brauchen Prüfpunkte. Ah, okay. Wir haben also das Wording so ein bisschen verändert. Ja. Und wir mussten natürlich uns erstmal annähern, dass wir halt verstehen, auf welchem Level sind die. Das sind ganz normale Anwendende. Das heißt, das ist nicht so, dass die IT-Kontexte haben. Und deswegen mussten wir ein Werkzeug finden, was zu dem Ansatz passt, sie zu begeistern. Bei uns im Unternehmen, ist wie in allen Finanzbranchen wahrscheinlich, Excel
kennt ja jeder. Also musste das schon irgendwie so aussehen. Es darf aber kein Excel sein, weil wir müssen ja auch revisionssicher die ganzen Sachen dokumentieren. Und das haben wir geschafft. Wir haben nämlich 2 von unseren Mitarbeitenden, die noch nie automatisiert haben, die nur die fachlichen Kontexte kannten und das auch sehr breitbandig. Die haben wir hingesetzt, haben denen gesagt, hier 2 Testfälle, 3 Testwerkzeuge, probiert mal aus und sagt uns, welches gefällt euch am besten. Ah, super, also den Anwender entscheiden lassen. Ja, ne? genau. Ja. Und das machen wir eigentlich immer so. Das heißt, wir versuchen die Leute zu fragen, die das Ganze halt nachher auch benutzen sollen. Und jetzt machen wir das so, wir haben im Laufe der Zeit immer iterativ angepasst, was brauchen die Menschen, um abgeholt zu werden. Wir haben als erstes so einen kleinen Schulungskurs, 2 halbe Tage gebaut. Wir haben dann haben wir gemerkt, wir müssen die noch vorher abholen, damit die wissen, was für Testziele haben die eigentlich. Die haben nicht über Testziele gesprochen, sondern die hatten immer wir haben hier unsere 100 Datensätze und das sind unsere Testfälle. Ja, warum denn? Weil wir die schon immer hatten. Ja. Und lass uns mal auf einen risikobasierten Ansatz gehen. Ja. Das heißt, was ist das größte Risiko und was ist der Geschäftsvorfall, der halt dieses Risiko abdeckt. Meistens sind es die komplexesten Testfälle. Und das haben wir versucht und machen immer so Vorgespräche und haben uns an Kitera, hat so eine schöne 4-Säulen-Strategie, wie man Testautomatisierung einführt. Die haben wir ein bisschen modifiziert, aber ich finde die Idee, die er damals gebaut hat, fand ich echt toll. Und das machen wir als Vorgespräch. Und dann gehen wir quasi, wollt ihr das wirklich? Das heißt, bei uns in der Signal Iduna dürfen die Teams auch selber entscheiden, ob sie das so machen wollen. Nur, weißt du ja selber, im Abnahmetest leidet man, weil man halt viele Tage, viele manuelle Tests durchführen muss, teilweise auch explorativ, teilweise auch strukturiert. Und da haben wir gesagt, was habt ihr an Ersparnis? Wenn ihr das einmal schafft, dann müsst ihr das nie wieder machen. Ja. Das war das Versprechen. Ja. So, und das haben wir auch Leuchtende geschafft. Augen dann, ne? Ja, da hast du erstmal leuchtende Augen, aber die meisten versprechen das halt, wenn sie dir Testwerkzeuge verkaufen. Wir sind jetzt aber interne Mitarbeitende gewesen und haben denen das versprochen. Das heißt, wir können nicht lügen, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Und das war halt die Herausforderung. Und wir haben uns auch nicht Projekte gesucht, die so am Rande des Unternehmens sind, sondern wir haben uns tatsächlich 2 glänzende genommen. Eins, was wirklich ganz wichtig für die Firma war, ist eben, unsere Kunden sollen auf unser Kundenportal kommen. Wir wollen halt, dass die Schriftverkehre nicht mehr schriftlich, also analog erfolgen, sondern eben, dass man seine Unterlagen per App einreicht und solche Sachen. Und genau das haben wir gemacht. Wir sind mit denen zusammen quasi in Gespräch gegangen und wenn du bei uns Versicherungen abschließen willst oder andere Produkte, kannst du das halt auch digital machen. Ja. Und auch das Projekt haben wir genommen. Ja, ja. Und die machen das sehr erfolgreich. Ja. Was ich sagen kann, nach 3,5 Jahren jetzt ungefähr, kein Projekt hat jemals abgebrochen. Und alle Projekte sind immer noch so begeistert, wie sie eigentlich mit der Idee, die wir mal gehabt haben, gestartet sind. Und wir haben jetzt ein Prinzip, 2 halbe Tage, wo wir so einen Workshop machen, wie wir das Testtool kennenlernen. Und dann gehen wir, und das ist das Coaching-Modell, was wir machen. Das heißt, wir sind jetzt ein Center of Excellence seit September. Wir gehen quasi pro Woche mindestens 1 Stunde mit denen, ganzen Team, immer ins Coaching und machen sowas wie Ensemble-Testing. Das heißt, das ganze Team, einer ist Driver, der shared das Ganze und die anderen können bewerten, ob das alles richtig ist. Oder sie haben in der Woche gearbeitet und haben da irgendwas quasi noch eingecheckt und wir prüfen das dann mit denen zusammen. Das heißt, meine Kollegin und ich, wir gucken mal vorher mal rauf, was haben die in der letzten Woche so gemacht, haben da so ein paar Anmerkungen manchmal, wo man es vielleicht noch ein bisschen besser machen kann. Aber ansonsten machen wir das während dieser Session, damit die alle mal drankommen, damit jeder wirklich mal der Driver ist, der das quasi machen muss. Und ja, wir sind dann die Navigatoren, wir erzählen dann, was zu tun ist. Ne? Ich finde, es ist total spannend, dass ihr da so intensiv mit denen in Kontakt geht, weil ich kenne das jetzt auch ein bisschen aus dem Versicherungskontext. Das ist häufig so, dass der Testkoordinator sagt, ja, die sollen das testen. Und dann machen die da irgendwas und sind aber relativ alleingelassen in ihrem Alltag, ne? Oder nicht so intensiv betreut. Aber ihr geht ja da wirklich mit denen auch rein und versucht ihnen zu helfen. Das finde ich ein wunderbarer Ansatz. Ne? Ja, es geht, glaube ich, nicht anders. Weil, wie gesagt, das sind Versicherungskaufleute teilweise. Wir haben bei uns ja die Agilisierung, das hat uns ein bisschen geholfen. 2019 gestartet. Das ganze Unternehmen möchte agil arbeiten, also auch nicht nur die IT. Die IT ist zwar gestartet, aber wir sind schon weiter in der agilen Transformation. Und wir wollten halt, wenn wir schon crossfunktionale Teams haben, wollen wir auch den Nutzen, bei uns heißen die Business-Analystinnen, die wollen wir halt auch nutzen. Weil sonst können die am Anfang eines Sprints nun mal nichts beitragen.
Das kennen wir ja, denn am Ende wird getestet. Nee, wir wollen das eben anders haben. Wir wollen, dass Sie vorher mal sagen, welche Testschritte müssen eigentlich durchgeführt werden, damit dein Feature, was du jetzt in der User Story erfüllen sollst, die Akzeptanzkriterien erfüllt. Und das kannst du bei unserem Werkzeug schon vorher schreiben. Und dann kann der Entwickelnde halt auch mit dabei gehen und kann sagen, okay, ich kann das auch machen. Kann aber auch sagen, nee, komm mal einfach mit zu mir und ich habe das jetzt schon mal auf meinem Rechner XY fertig, du kannst da schon mal drüber gehen. Und dann kann man die konkreten, sie werden erst rot dargestellt und wenn du sie dann aufzeichnest, werden sie halt schwarz. Dann werden die einzelnen Schritte halt durchgegangen. Und was wir denen beibringen, sind die Prinzipien der Testautomatisierung. Ich mache das ja schon fast 30 Jahre und was wir halt so auch vom Wording her lernen mussten, wir Techniker, wir können nicht zu denen kommen, ja, ihr müsst das AAA-Prinzip einhalten. Gucken das an. Erstmal, diese ganzen englischen Anglizismen funktionieren in unserer Firma nicht, weil wir eine deutsche Firma sind. Wir sind über 100 Jahre alt. Das heißt, also Mitarbeitende sind teilweise auch sehr lange dort. Und die haben nun mal nur Deutsch als Grundlage. Also haben wir gesagt, was können wir nehmen, was in Dortmund, da ist ja die eine Hauptverwaltung, die andere ist in Hamburg, was können wir nehmen? Und dann haben wir gesagt, Schienenersatzverkehr, das kennt jeder. Ne? Das kennen die in Dortmund, das kennen die in Hamburg. Setup, Execute und Verify. Und das bringen wir denen bei. Das heißt, die können schon, wenn sie drauf gucken und sie sehen nur 2 Zeilen anstatt 3, wissen sie, da haben wir irgendwas vergessen. Und dann haben wir gesagt, und erst bringt ihr das Ding zum Laufen, dann macht ihr es robust und dann parametrisiert ihr das Ganze. Und diese Prinzipien gehen wir in dieser Stunde, wo wir arbeiten, immer wieder durch. Wir wirklich gebetsmühlenartig, bis das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Weil dann kannst du sie alleine lassen. Die beiden erstgenannten Projekte, die wir da hatten, die laufen alleine. Und die Kollegin ist zum Beispiel auch, nachdem das Projekt schon in der Automatisierung war, erst dazugestoßen und hat eine andere Kollegin abgelöst. Und die hatte natürlich ein anderes Vorwissen und trotzdem hat es funktioniert. Und sie hat ihr eigenes Ding daraus gemacht. Und das fand ich so toll, dass jemand, der vorher gar nicht so überzeugt war, auf einmal gesagt hat, ich möchte das jetzt mit dieser Qualitätssicherung doch machen. Das war nämlich die Vorgängerkollegin. Und das hat mich begeistert. Wir haben jemanden überredet, der vorher gesagt hat, oh, testen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Dass sie gesagt hat, ich will mich da weiter fortbilden bei meinem Arbeitgeber, weil die war bei uns von extern dazu. Und jetzt haben wir eine interne Kollegin und die hatte auch kein Testautomatisierungsvorwissen. Die hat diese Schulung durchlaufen und dann haben wir quasi auch im Coaching sie abgeholt und haben das immer weitergetragen. Wie macht ihr das denn da in dem Kontext auch oder läuft das quasi auch darüber? Häufig finde ich, wenn gerade in der Versicherung auch die Fachmitarbeiter dann testen die sehr den Happy Path, das, was sie so kennen, was so durchläuft und das ist so links und rechts ein bisschen, da wird's dünn dann. Wie kriegt ihr das mit rein? Das ist glücklicherweise teamabhängig. Ne? Weil du hast die einen und die haben zum Beispiel Techniker in ihrem Team, die halt auch technisch wirklich gut beschlagen sind. Und die haben dazu aber auch die Fachleute, die überhaupt mit Technik nicht so viel am Hut haben, außer wie gesagt Excel und ihre Datensammlung und solche Sachen. Ich finde das immer ganz gut, wenn wir reinkommen und wir nivellieren das dann ein bisschen. Was ist das für ein Team? Sind die eher kritisch? Sind die nicht so kritisch? Bei 1, 2 mussten wir dann halt auch sagen, seid kritischer. Bei den anderen mussten wir das gar nicht tun. Die waren kritisch genug. Ja, aber da geht es halt darum, wenn du Techniker im Team hast, die schon automatisiert haben, weil wir haben bei einem Projekt eine Automatisierung abgelöst, bei dem einen Projekt sogar innerhalb von 14 Tagen. Weil die Java-Version nicht mehr funktioniert. Okay, wir sind ja reguliert, wir dürfen solche Sachen dann nicht mehr einsetzen. Und die haben das echt toll gemacht. Da brauchten wir auch nichts tun. Die hatten ihre ganzen kritischen Pfade alle schon da. Bei dem anderen Team ist es halt ein bisschen, das ist sehr groß gewachsen. Und da ist es halt so, die Testautomatisierer kennen die alte Testautomatisierung und haben natürlich den Anspruch, dass die neue genau dasselbe kann. Aber nicht in derselben Form. Das müssen wir dann halt immer wieder abholen und müssen dann immer sagen, nee. Und da ist es so, die haben natürlich versucht, immer schnell durchzukommen, weil die sehr viel testen müssen. Und ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn du Eingaben bei uns machst in dieser Anwendung, kannst du reinschreiben 20.000 Euro. Also 20.000, Enter. Dann dauert das einen Moment und du weißt nicht, wann dieser Moment eintritt. Dann kommt da ein Punkt zwischen und hinten kommt Komma 00. Und genau dieser Satz wird auch so in der Datenbank gespeichert. Getestet haben sie aber die Eingabe 20 Punkt 3 mal die 0, Komma 00. Und er hat gesagt, naja, wenn jetzt die Zulieferfirma dieses Feature kaputt macht und ihr tragt das dann immer mit dem vollen Satz ein, aber unsere draußen arbeitenden Menschen machen das nicht, dann speichern die auf einmal schlechte Datensätze. Also
was wir auch ein bisschen so versuchen, nehmt die Anwendung, wie sie ist, versucht nicht schnell grün zu werden, sondern wirklich, dass die Verhalten, wir nennen das ja auch Business-Driven Test Automation, BDTA, angelehnt an Behavior-Driven Development, also Verhalten eines Systems zu testen. Und nicht, weiß selber, Automatisierer können auch immer Wege hintenrum wählen. Genau. Ein Feld ist blockiert, kein Problem, ich komme da dran vorbei. Ja. Genau das wollen wir nicht. Ja. Sehr spannend. Ich finde es auch echt klasse, dass ihr so auf kritische Projekte auch schaut, also komplexe euch rannimmt, weil das ist etwas, was ich auch häufig wahrnehme. Wenn man dann so einen Schritt geht, dann nimmt man mal irgendwie so den kleinen Kalkulator auf der Webseite, ne, der so überhaupt nichts mit den anderen Systemen zu tun hat, und das funktioniert dann super, dann ist man happy und dann weiß man aber auch gar nicht weiter. Ne? Also hier mal auch sich ein hartes Brett oder ein dickes Brett zum Bohren zu nehmen, das finde ich echt auch mutig und hat ja auch funktioniert. Ne? Ja, vor allen Dingen ist es wichtig, weil wir wollen ja einen Nutzen erbringen. Bei dem Projekt, wo halt das Kundenportal automatisiert wird, saßen vorher, glaube ich, 4 oder 5 Business-Analystinnen und haben quasi mehrere Tage vor einer Release das durchgeprüft. Und das ist erstmal langweilig. Es kommen ja neue Features rein, die müssen sie dann halt auch noch vorher testen. Das heißt, die haben dann auch immer eine sehr hohe Arbeitslast. Und wir wollten, dass diese Arbeitslast halt runtergeht, weil wir auch wussten, wir können das Projekt nicht lange so groß halten. Ja, das ist ja, die Leute müssen ja auch teilweise andere Dinge tun. Und da war es halt so, das ist leider ein Projekt, was von anderen ganz viel Daten aufnimmt. Das ist so ein Datensog, ist logisch. Ich bin Kunde, ich möchte gerne alle meine Versicherungen sehen, ich möchte meine Zahlungen sehen, ich möchte meine Dokumenteneingänge sehen, ich möchte, wie ist der Status dieser Dokumente. Da hast du einen riesen Zoo. Ja. Und was wir in der Testautomatisierung auch finden konnten, ist halt, zum Beispiel das Einlogverhalten war immer sehr volatil, was die Zeit angeht. Und haben alle gesagt, ja, das liegt an unser Identity Management. Lag es aber nicht, sondern es lag wirklich an dem nächsten Prozess, der die Seite aufbaut. Und dann sind wir mit den Entwickelnden ins Gespräch gekommen und haben gesagt, und mit den Designern, wir haben bei uns tatsächlich Usability-Leute und Designer, und haben gesagt, dass ihr das alles vorher ladet, ist keine gute Idee, weil dann wartet der Kunde, und dann konnten wir halt auch überzeugende Argumente der Entwicklung liefern, die nämlich nicht wussten, wie wollen wir die halt rüberkriegen. Ja. Und dann wurde das Design tatsächlich nochmal verändert, sowohl in der App als auch im Portal. Ja. Das ist super. Jetzt, du hast es auch gerade gesagt, die Fachleute, die haben ja häufig Tagesgeschäft zu tun. Ne? Die testen ja irgendwie so nebenbei oder in gewissen Zeitabständen, wenn dann halt wieder irgendwas ansieht. Merken die das wirklich, dass sie dann auch im Endeffekt Zeit sparen? Also dass sie halt einmal einen Invest haben, diese Automatisierung zu machen und jetzt einfach die nächsten Versionen einfach auch weniger zu tun haben? Na, wir hatten das bei dem einen konkreten Fall halt, da wir dort Mitarbeitendenwechsel hatten. Teilweise sind die Leute auch in andere Branchen gegangen oder bei uns, wir haben ja auch noch viele Töchterfirmen und solche Geschichten. Und da hatten wir auf einmal wirklich, von den 4 war nur noch einer da. Und der hat das natürlich gemerkt. Ja. Und wir haben das jetzt noch weiter optimiert, weil wir wollten die Kommunikation zwischen den Entwickelnden und zwischen denen, die im Fachtest sind, wollten wir halt fördern. Deswegen haben wir auch ein Werkzeug genommen, was sowohl eine einfache Programmiersprache hat, die Tester eigentlich nicht so oft brauchen, aber die Entwickelnden können sofort drauf gucken. Jeder Entwickler kann JavaScript eigentlich. Ja. Also das ist ja nun keine Supersprache. Und wir wollten das aus 2 Sichten, die darauf gucken können. Und jetzt haben die Entwickelnden gesagt, wir machen einiges bei uns in Cypress. Können wir nicht mal sagen, was machen wir in Cypress und was machen wir mit unserem Sahi Pro Werkzeug? Und dann haben wir gesagt, ja. Haben wir uns zusammengesetzt und die hatten erst so den Eindruck, dass wir konkurrieren. Und dann habe ich gesagt, wir wollen nicht konkurrieren. Wir gucken, auf welcher Stufe können wir das Beste testen. Du kannst eine One-Pager-App, kannst du locker mit Cypress testen, ist überhaupt kein Problem. Aber sobald du halt Umsysteme hast, so wie bei uns, du musst woanders hin abspringen, du musst was hochladen, runterladen. Das kann Cypress eben nicht so gut wie das Werkzeug, was wir einsetzen. Also haben sie die Testfälle ausgedünnt oder die Geschäftsvorfälle ausgedünnt, wo es halt auf Interaktion mit anderen Systemen ankommt. Und jetzt machen wir einen großen Teil in Cypress und mittlerweile ist der Abnahmetest in 3 Minuten durch, bevor es dann in die Produktion geht. Super. Das ist ja Träumchen, ne? Ja. Also, aber von daher, es ist ein absolutes Erfolgsprojekt und auch die Testautomatisierungseinführung ist für mich eins der Meilensteine, die wir geschafft haben. Was wir auch immer am Anfang, das weißt du kennst die Branchen, Testdaten bereitstellen. Ja, das ist meine nächste Frage gewesen. Genau, das habe ich mir gedacht. Das ist immer ein großes Thema in dem einen Projekt, was auch sehr wichtig ist, weil alles, was reinkommt in die Signal Iduna, egal ob analog oder digital, vor allen Dingen analog, muss ja halt digitalisiert werden.
Und bei denen habe ich gesagt, wir müssen die Testdatenbereitstellung zuerst klären. Das hat ein bisschen gedauert, weil der Hersteller hat dann auch gesagt, hat es auch eingesehen, dass es keinen Sinn macht, dass das Testwerkzeug irgendwie sowas baut. Ja, und dann haben wir gesagt, wo lösen wir es denn? Und die haben dann eine Lösungsfindung gehabt und haben sich für eine gute Lösung entschieden. Das heißt, zuerst werden die Testdaten generiert jetzt. Wenn die fertig sind, prüfen sie die Konfiguration des Systems. Das hat sie schon mal einen Personentag eingespart pro Release, weil wenn so ein komplexes System hochgefahren wird und die Config ist Mist, dann fängst du halt von vorne an. Ist der Tag weg. Ja? Und dann erst starten sie die Automatisierung. Und Sie können die Automatisierung sogar aufgefächert starten. Wenn Sie wissen, Sie haben nur an einem Parameter gedreht, dann brauchen Sie nur die Testfallgruppe A ausführen. Dann sagen Sie halt im Jenkins nur bitte Testfallgruppe A ausführen, dann führt ihr die aus und dann kriegen Sie das Ergebnis. Und das fand ich halt auch ganz toll. Die haben eigene Ideen entwickelt, wie man das Ganze vorantreiben kann. Ich war letztes Jahr 3 Wochen in Australien und vorher habe ich dann zu dem einen Kollegen gesagt, das mit dem Auswahl, auf welchem Testsystem bist du eigentlich, das musst du in der Automatisierung erkennen können. Wir nennen das Environment Detection oder Umgebungserkennung. Und überleg dir doch mal was. Ich habe ihnen so ein paar Tipps gegeben. Ich komme wieder. Ja. Haben sie geschafft. Ja, super. Also, und das ist das. Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Wir sind ein Center of Excellence. Wir können nicht alles leisten. Wir sind nicht Tester, die man buchen kann, sondern wir versuchen halt, denen die Methoden, die Verfahren, die Techniken, die Werkzeuge und eben Testumgebung zum Teil halt bereitzustellen und die halt zu unterstützen. Und wir sagen auch nicht, du musst dieses Werkzeug nehmen oder jenes, aber wir sagen, wir haben nur innerhalb der Gruppe so und so viele Werkzeuge. Davon musst du eins nehmen. Aber weil wir können nicht, wir müssen jedes Werkzeug, was wir haben, muss bei uns einen technischen Verantwortlichen haben. Das ist einfach so, einen fachlichen Verantwortlichen. Und deswegen, wir können nicht den ganzen Zoo, den man draußen so ein Start-up, ich habe gestern bei dem Vortrag habe ich auch gesagt, wir sind eben kein Start-up. Wir können nicht machen, was wir wollen, sondern wir haben halt einen Katalog und aus diesem Katalog versuchen wir die besten Dinge rauszusuchen und denen in die Hand zu geben und die halt darin zu trainieren. Das ist das, was wir machen. Sehr spannend. Wie managt ihr denn dann noch die manuellen Tests dazu? Also gibt es da noch welche oder wie differenziert sich das dann? Wer entscheidet wann, was bleibt manuell, was wird automatisiert? Wie geht ihr denn da vor? Bei uns ist es so, dass die Einheiten, die Software dazu kaufen oder die sie selbst entwickeln. Bei uns nennt sich das Delivery Unit, das ist die Einheit. Da sind schon Fachexpertise vorhanden. Die arbeiten aber sehr eng mit der Entwicklung zusammen, meistens in sogenannten Squads. Aber die haben manchmal, wenn es gerade solche Projekte sind, die zuliefern oder die an andere abgeben, arbeiten mit Fachabteilungen, die nicht in diesen Strukturen sind und die müssen das weitergeben. Das sind in der Regel oft manuelle Tests. Wir fangen dort jetzt aber auch an in Teilbereichen, zum Beispiel die einen machen sehr viel standardisiertes Verfahren. Kennt man wahrscheinlich, Bipro ist ein Standard hier in der Versicherungsbranche, ich nenne das immer Broker, das heißt bestimmt anders, aber Check24 und wie sie alle heißen, Verivox, um mit denen in Austausch zu gehen, gibt es diesen Standard. Und das ist ja eigentlich Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Das kannst du voll automatisiert. Ja, und das ist aber ein anderer Test als der Test, den wir machen. Bei den Tests, die zum Beispiel in internen Applikationen, ist es oft über die Oberfläche, weil es keine Schnittstellen dafür gibt. Und dann ist es eben so, dass auch die Fachabteilung dann manuelle Tests noch durchführen und wir ermuntern auch, dass man explorative Tests macht. Wir haben so kleine Schulungssessions, wie man explorativ testet. Das macht der Kollege, 2 halbe Tage, alle Testtechniken, die man wo wir gesagt haben, das kann man in der Signal Iduna anwenden und damit die praktische Beispiele bekommen, nicht nur einfach, ich nehme den Testfall weg, sondern auch, warum mache ich das eigentlich? Äquivalenzklassenbildung, Grenzwertanalyse, solche Geschichten. Und wir trainieren halt viel risikobasiert. Ist es wirklich notwendig, dass du diese ganzen Testfälle durchführst oder reicht davon nicht einer, der zum Beispiel der komplexeste Fall ist, der zufälligerweise dann alles abdeckt? Und das geht jetzt auch weiter in die Richtung Fachabteilung, weil auch die Fachabteilung jetzt langsam in diesen agilen Kontext kommt. Sehr spannend. Toller Weg, den ihr da gerade geht, finde ich total spannend. Was sind denn so für die nächsten 1, 2, 3 Jahre, so, wo du sagst, ein großer Hebel, den möchte ich noch knacken dann? Na, wir haben 2 Hebel. Testdatengenerierung ist tatsächlich ein Thema bei uns, weil wir ja ein Allversicherer sind. Und zum Beispiel gibt es halt Gesetzesgrundlagen, dass Lebensversicherungsmitarbeiterinnen nicht das sehen dürfen, was die Krankenversicherung macht. Oder wir haben auch andere Regularien, die das verbieten, dass die halt in die anderen Sparten gucken können.
Das ist in der Produktion vorgeschrieben, im Test eigentlich nicht. Das Problem im Test, wenn aber zum Beispiel pseudonymisiert oder anonymisiert wird, meistens ist es ja eine Pseudonymisierung. Die ist auch abgenommen und alles ist gut. Das Problem ist aber, dann bleibt diese Restriktion erhalten. Und wir wollen halt auf die Synthetik gehen, damit wir die Systeme mal freigeben können, weil wir ja nicht nur Versicherungen verkaufen, wir wollen ja, dass die Versicherten bei uns bleiben. Und das große Ziel ist es halt von fast allen Versicherungen, die Services halt hochzufahren. Na, also dass die Datengrundlage ja, aber wir wollen halt Services anbieten. Und das kann sein, dass es in der Zukunft halt Versicherungsprodukte gibt, die halt beides überschneiden. Wie willst du das denn testen, wenn du nicht auf die anderen raufgucken darfst? Ne? Ja. Deswegen ist die Synthetik, also synthetische Testdatenerstellung, ist ein ganz wichtiges Thema. Da muss man aber einen Hebel finden, auch einen Schmerz manchmal. Also wir haben viel gemerkt, das weißt du auch, im Testen ist immer viel über Schmerzen. Wir finden das schade, weil wir wissen eigentlich prophylaktisch, was man tun könnte. Wir verkaufen sogar Zahnzusatzversicherung, das heißt Prophylaxe, kennt man bei uns. Wir sagen dann auch immer, wir können prophylaktisch oder wir können hinterher reaktiv. Könnt ihr euch aussuchen. Ne? Das zweite ist teurer. Ja? Und die zweite große Herausforderung ist, wir drehen ja quasi von den Altsystemen, die ja mehr monolithisch aufgebaut sind. Wir haben noch WebSphere und solche Geschichten in Einsatz und wir haben auch 40 Jahre alten COBOL-Code noch rumlaufen. Wir versuchen ja auf eine distributierte Welt zu gehen mit Microservices und solchen Geschichten und wir arbeiten ja strategisch mit Google zusammen. Das heißt, das kann man sich ungefähr ausrechnen, wo die Reise dahin gehen wird. Und da muss es halt zwischen den einzelnen Services, und wir haben da schon ein paar von, muss halt die Absprache auch gesichert sein. Und da versuchen wir halt, das eine Lanze zu brechen für Consumer-Driven Contract Testing. Und da musst du aber auch erstmal Leute begeistern, dass du halt Projekte findest, die das halt dann anwenden und die halt auch den anderen Kolleginnen und Kollegen halt sagen, hey, das ist eine tolle Idee, weil dann können wir für uns autark testen, ohne dass der ganze Zoo, der uns, um uns herum ist, dass der funktioniert. Ja. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Ja, sehr spannend. Also da ist ja noch einiges an Material drinnen, da können wir dann mal bei gegebener Zeit mal ein Update machen. Vielleicht nicht nach 20 Jahren, vielleicht mal früher. Das ist mal machen wir das früher, genau. Ja, genau. Jogi, vielen lieben Dank für deine Einsichten hier. Ich glaube, das ist total wertvoll für viele, gerade die in größeren Unternehmen sind, dass die ähnliche Konstrukte haben. Ich finde es immer toll, wenn man solche Erfolgsgeschichten auch hat und die auch teilt, weil das motiviert auch vielleicht bei sich selber nochmal zu schauen, was kann man denn besser machen, wo kann man hingehen mit der Automatisierung, mit den Fachtestern und so. Also das finde ich ganz toll, dass du das hier geteilt hast. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß auf dem QS-Tag. Super, dass du da warst und bis die nächsten Wochen. Wir sagen jetzt nicht Nächste Jahre. Woche. Nächste Woche sehen wir uns bei der TAF? Ja. Super. Schön. Bis dann. Jo, tschüss. Ciao.